Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Hamburg-St. Pauli, da denken manche an die Reeperbahn, andere an klassenübergreifenden Fußball und wir natürlich an Bergamont. Und die haben uns ihr neues Dickschiff hingestellt, das Bergamont e-Cargoville LJ mit der neuen EPP-Box. Und das gucken wir uns in diesem Video einmal ganz genau an, sobald ich das hier entfernt habe. Erstmal ein Transparenzhinweis. Bergamont hat uns dieses Bike für ein paar Wochen ausgeliehen und sie unterstützen die Produktion dieses Videos finanziell. Sie haben allerdings uns nicht gesagt, was wir irgendwie wie sagen sollen. Alle Gedanken und Äußerungen sind meine bzw. unsere eigenen und sie bekommen das Video auch nicht zu sehen, bevor ihr es zu sehen bekommt. Wir sind herstellerneutral. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das Team von Bergamont konzentriert sich seit einigen Jahren immer mehr auf den Aspekt der urbanen Mobilität und der Lastenräder. Im letzten Jahr konnten wir das Hans ELT testen, eine Art Mid-Tail-Lastenrad. Wir konnten das e-Cargoville Long Tail testen, das dieses Jahr nochmal überarbeitet wurde. Das hier allerdings ist der OG von Bergamont, was die Lastenräder angeht. Das wurde nämlich schon 2019 vorgestellt und 2019 habe ich schon ein Video darüber gemacht und auch gesagt, wie gerne ich das mal testen würde. Ihr werdet dieses Video nicht auf meinem Kanal finden und jetzt ist es endlich da mit einer komplett überarbeiteten Box und insgesamt auch einem komplett überarbeiteten und modernisierten Rahmen. Es gibt das LJ in 3 verschiedenen Ausstattungsvarianten. Einmal mit einer Kettenschaltung in der Edition-Ausstattung, dann mit einer Kette und einer Enviolo in der Expert-Ausstattung und dann in dieser Ausstattungslinie hier mit Riemen und Enviolo-Automatik in der Elite-Ausstattung. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, handelt es sich hier um ein Long John Cargo Bike. Wir haben ein kleines Vorderrad, wir haben eine große Box, eine große Ladefläche in der Mitte, dann das Cockpit, der Sattel und am Ende ein größeres Hinterrad. Das Besondere beim Aufbau des LJ ist, dass der Rahmen in 2 Teile geteilt ist. Wir haben hier hinten einmal einen Aluminiumrahmen, der mit einer Elevated Chainstay kommt, damit hier keine Rahmenöffnung für den Riemen notwendig ist. Und wir haben vorne ebenfalls noch einen zweiten Rahmen aus Aluminium, der dann hier mit mehreren Bolzen an dem hinteren Rahmen befestigt ist. Und das Besondere ist dabei, dass es den vorderen Rahmen in 2 Längen gibt. Aber mehr dazu später. Gucken wir uns jetzt erst einmal die Geometrie an, denn die ist ziemlich spannend und Bergamont hat das Bike so konstruiert, dass es ziemlich einfach ist im Handling, im Alltag. Erstmal haben wir als erste Hilfe einen sehr, sehr niedrigen Einstieg. Der ist niedriger als so gut wie alle anderen Long John Lastenräder, also hier kommt man ziemlich einfach rauf. Die zweite Hilfe ist das hier. Denn Bergamont spendiert diesem Rad eine Teleskopsattelstütze. Und das ist natürlich super, gerade dann, wenn man an der Ampel steht, einfach den Hebel bedienen, die Sattelstütze runterdrücken, man kann das Rad einfach in Balance halten und wenn man dann wieder losfährt, nochmal den Hebel ziehen und schon fährt die Sattelstütze wieder auf die gewünschte Höhe. Das ist ein ziemlich cooles Detail, das noch viel, viel mehr Lastenradhersteller bei ihren One-Size-Fits-Most-Rädern anbieten sollten. Apropos One-Size-Fits-Most. Dieser Rahmen ist
konzipiert für Menschen zwischen 1,60 Meter und 1,90 Meter. Der Lenker lässt sich zwar nicht werkzeuglos verstellen, aber allein schon die Möglichkeit zu haben, ist ziemlich gut. Das Cockpit ist dann im Wesentlichen bestimmt von den Teilen des smarten Systems. Wir haben hier die LED-Remote, das Kiox 300 Display und das in Kombination hat natürlich sehr viele Anwendungsmöglichkeiten und Darstellungsmöglichkeiten. Dann sehen wir hier den Hebel für die Teleskopsattelstütze, der auch sehr leicht erreichbar ist. Und dann auf der rechten Seite eine kleine Klingel. Ihr könnt erkennen, der Lenker ist ein bisschen nach hinten gebogen, ist ein klassischer City-Lenker zusammen mit hauseigenen, ziemlich ergonomischen Griffen. Das gefällt mir ziemlich gut. Und auf der anderen Seite hier vorne sind dann die Bremshebel der Magura-Bremsen, die CME-Bremshebel, die einen schönen breiten Griff haben. Wie die funktionieren, das sehen wir dann gleich im Fahreindruck. Ein weiteres interessantes Detail ist die Positionierung des Akkus. Der sitzt nämlich hinter dieser schönen Blende. Und das ist nicht Kunststoff, sondern das ist Metall in Wagenfarbe. Und hier könnt ihr dann den riesigen 750 Wattstunden fassenden InTube-Akku erkennen, der sich dann auch mit einem Schlüsseldreh so ein bisschen entgegenkommt und sich dann auch einfach entnehmen lässt. Der Akku lässt sich natürlich auch direkt am Fahrrad laden. Hier unten findet sich dafür eine Klappe, an die kommt man auch sehr einfach ran. Und es gibt auch die Möglichkeit, einen zweiten Akku zu montieren, sodass man auf insgesamt eine Akkukapazität von 1550 Wattstunden kommen kann. Und das ist dann schon sehr viel. Und es wäre nicht Bergamont, wenn es hier nicht noch die Möglichkeit gäbe, einen Flaschenhalter zu montieren. Wohin aber mit dem Flaschenhalter oder mit der Flasche, wenn hier noch ein Akku montiert ist, fragt ihr euch. Daran haben sie bei dieser Box auch gedacht. Denn hier auf der Rückseite der Box gibt es eine ganze Reihe an Verschraubungsmöglichkeiten und auch verschiedenem Zubehör, das Bergamont hierfür anbietet. Wie diese Tasche hier zum Beispiel, die hinten mit zwei Fitlock-Aufnahmen ausgestattet ist und die sich dann ganz einfach hier so reinklipsen lässt und ebenso einfach wieder abnehmen lässt. Also eine ziemlich coole kleine Utility Bag auf Neudeutsch, wo man so Kleinigkeiten drin verstauen kann und die man dann eben auch ganz einfach mitnehmen kann. Und auf der anderen Seite ist hier jetzt ein Netz fest montiert, das es ebenfalls im Bergamont Zubehörprogramm zu kaufen gibt, wo zum Beispiel Platz ist für ein Schloss oder auch für den Kaffeebecher. Das ist jetzt leer, ne? Und hier in der Mitte ist auch noch dieser Schacht zwischen den beiden Oberrohren, wenn man so will, wo auch noch Schraublöcher drin sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dafür irgendwelche Möglichkeiten gibt, um diesen Raum zu nutzen und eventuell halt auch irgendwelches Zubehör noch kommen wird von Bergamont. Aber das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, um Gepäck mitzunehmen, sondern hier hinten das, was so aussieht wie der Elbtower im aktuellen Zustand, ist der Gepäckträger des Bergamont eCargoville LJ. Und ebenso wie der Elbtower ist auch der hier optional, aber dafür ist er schon da und hält wesentlich mehr aus. Wir haben hier auf der einen Seite 27 Kilogramm Beladungskapazität. Das heißt, er ist auch geeignet und freigegeben für so einen Kindersitz, sodass hier hinten noch ein Kind drauf sitzen kann, allerdings halt auch eine ziemlich hohe Beladung. Und das Coole ist, er ist nicht nur geeignet für Kindersitze mit so einer seitlichen Kneifer-Geschichte, sondern hier ist auch noch das Fenster für die alten Thule EasyFit-Systeme. Zusätzlich ist dann auch noch das AVS-System verbaut, um Körbe oder ähnliches oder weitere Möglichkeiten hier oben drauf zu schnappen. Da bietet Bergamont auch einiges an Zubehör an. Und dann gibt es hier noch diese Streben an der Seite, um eine Packtasche dran zu hängen, wie zum Beispiel die Redrebane Purist Exo. Aber die Hauptladefläche ist natürlich die vordere Ladefläche. Aber habt ihr das hier gesehen? Ziemlich cool, oder? Das habe ich selber gerade erst entdeckt, dass der Gepäckträger so groß ist, dass da sowohl ein Kindersitz als auch eine Packtasche hinterpasst. Also ein wirklich sehr, sehr guter Gepäckträger. Aber kommen wir mal hier vorne hin. Die Ladefläche des Bergamont eCargoville LJ gibt es in zwei verschiedenen Längen. Einmal in 50 cm Länge und in dieser Länge hier in 70 cm. Dadurch habt ihr verschiedene Möglichkeiten, um das Fahrrad nach euren Wünschen und Bedürfnissen auszustatten. Die Optionen bei der 50 cm Ladefläche sind schon ziemlich vielfältig, aber nicht ganz so groß, wie das bei der langen Ladefläche der Fall ist. Und die
Variabilität in den verschiedenen Optionen ist schon ziemlich groß. Also Bergamont mausert sich da auch immer mehr als sehr umfassender Anbieter von Zubehören und das ist ziemlich cool zu sehen. Hier in diesem Falle ist jetzt aber die 70er Ladefläche, also die längere Ladefläche verbaut mit der neuen EPP-Box. Expandiertes Polypropylen ist ziemlich beliebt im Bereich von Long John Lastenrädern, weil es ein Werkstoff ist, der sich in so ziemlich jede Form bringen lässt. Er ist leicht, er ist formstabil, er lässt sich leicht recyceln am Ende des Lebenszyklus, ist stoßabsorbierend und isolierend, also ein ziemlicher Wunderwerkstoff. Kein Wunder dann wiederum, dass er so oft verbaut wird. Und auch Bergamont hat sich jetzt auf diesen Pfad begeben. Hier oben rum ist ein stabiler Aluminiumrahmen, der die Box so ein bisschen einfasst. Und anders als die meisten anderen Hersteller macht Bergamont das jetzt so, dass die Sitze hier hinten gleich in dieser EPP-Box integriert sind, in Form dieser relativ hohen Rückenlehnen. Wenn wir jetzt mal so von hier oben gucken, dann können wir sehen, dass das eine verhältnismäßig flache Box ist, die aber ein großes Grundmaß hat und eine große Grundfläche. Und hier unten finde ich ziemlich cool, sind dann noch so gummierte Streifen verbaut, die dann auch so ein bisschen Bergamont-Insignien haben. Unser namenloses 5-jähriges Vergleichskind mit verhältnismäßig langem Torso sitzt jetzt hier ziemlich bequem in dieser Box drin. Ihr könnt erkennen, dass es hier so eine Kopfstütze gibt, die sich so ein bisschen aus dem Rest der Rückenlehne hervorhebt. Also das ist ziemlich gut gelöst und auch sehr platzsparend gelöst. Die Sitzbank an sich ist dann verhältnismäßig flach. Das ist tatsächlich ein Kissen, das sich ziemlich einfach dann rausnehmen lässt, sodass die Kinderbeine dann ziemlich weit nach vorne gestreckt sind in dieser Box. Bergamont stattet das LJ dann mit 5-Punkt-Gurten aus, die auch ziemlich einfach in der Verstellung sind. Und das Coole ist, hier kommt das neue Fitlock-System zum Einsatz, das sich ziemlich einfach wiederum bedienen und einstellen lässt. Wir haben hier die Möglichkeit, die Gurtschnalle in der Höhe zu verstellen und diese Schnapper, die schnappen einfach beide ein. Und das Tolle an diesem Gurt ist auch, dass die Verstellmöglichkeit wirklich immens groß ist. Und das Coole ist dann auch, dass die sich noch hier in der Höhe etwas verstellen lassen in 2 Stufen. Also ein sicheres und gut gelöstes Prinzip. Und diese Gurtpolster sorgen dann auch dafür, dass das Ganze halt richtig bequem sitzt. Und der Lenker lenkt jetzt bequem über den Kopf des Kindes rüber in dieser Vorbauposition. Ich denke mal, bis zu 7 Jahre sollten hier Kinder bequem auch unter dem Lenker Platz finden. Wenn die Kinder dann größer werden, müsste man den Lenker vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten und nach oben stellen, sodass es da nicht zu Konflikten kommt. Zum Abdecken der Box, wenn keine Kinder da drin sitzen, gibt es dann dieses Cover, bei dem ich euch jetzt in der B-Roll zeige, wie das draufgesetzt wird. Das ist ziemlich cool, weil das hat hier noch an der Seite reflektierende Elemente, sodass es auch im Dunkeln gut gesehen wird, wenn ein Auto dagegen leuchtet. Ist schön verarbeitet, hat hier das Bergamont-Logo. Also das ist ziemlich schick und funktioniert auch ganz gut. Aber natürlich gibt es dann auch noch ein richtiges Regenverdeck. Dieses Regenverdeck hat einen klassischen Aufbau und ist im Wesentlichen für die Nutzung bei Regen vorgesehen. Es lässt sich verhältnismäßig einfach auf- und abbauen, auseinandernehmen und dann in einer solchen Tüte verstauen, sodass ihr es auch relativ leicht mitnehmen könnt. Und es hat hier richtig große Fenster, also 3 Stück hier oben und dann jeweils 1 links und rechts und dann nochmal 1 hier hinten, sodass richtig viel Licht reinkommt, selbst wenn der Tag mal dunkel ist. Und damit die Kinder hier einsteigen können, öffnet man einmal den Reißverschluss hier an der Seite und löst dann diesen Druckknopf. Und dann können die Kinder halt ein- und aussteigen. Das ist nicht so richtig eine Öffnung wie bei einem Familienvan, sondern halt eher wie bei einem Sportwagen. Es ist eng und Kinder können hier allerdings dank ihrer hervorragenden Kletterfähigkeiten trotzdem einfach einsteigen. Zum Anschnallen muss man sich einmal runterbeugen und dann natürlich die Kinder anschnallen, aber auch das funktioniert insgesamt ganz gut. Das Tolle ist aber, dass man dieses Kinderverdeck oder dass man dieses Regenverdeck nicht nur komplett geschlossen nutzen kann, sondern diese Seiten, die lassen sich auch aufrollen und dann mit diesen Klettstrapsen dann hier oben so verzwirbeln.
Und dann kann man auch die hinteren Druckknöpfe öffnen und dann diese hintere Scheibe ebenfalls einmal aufrollen und oben auch nochmal fixieren. Und jetzt hat man hier eine große Windschutzscheibe quasi, sowohl für die Kinder, die hier vorne drin sitzen, als auch die Personen auf dem Sattel. So die Hände etc. sind ganz gut dann vor Regen und Wind geschützt. Und das Besondere an dieser Konstruktion ist, dass es hier hinten im Grunde komplett frei ist und dass es nur an diesen beiden Streben und den 4 Druckknöpfen vorne hält. Aber das hält insgesamt ziemlich gut, auch wenn es ein bisschen flattert. Aber da wird mal spannend sein zu sehen, wie das dann nach den Wochen der Nutzung jetzt auch im Herbstwetter funktioniert. Bleibt bis zum Ende dran, um das nicht zu verpassen. Aber das ist nicht die einzige Option, die es hier mit der EPP-Box gibt. Das LJ eignet sich nicht nur für den Transport von Kindern mit dieser neuen EPP-Box, sondern auch für den Transport von Dingen. Und um das einfacher zu gestalten, haben sie noch hier das EPP-Cover entwickelt. Das hier ist jetzt noch nicht ganz final, bietet aber schon alle Annehmlichkeiten des nachher tatsächlichen Serienprodukts. Wie diese 6 Verzurösen hier oben drauf, in die sich dann ein Netz reinspannen lässt, das allerdings nicht mit dem Lieferumfang enthalten ist. Und mit Hilfe dieses Schlüssels lässt sich diese Box dann natürlich auch komplett abschließen. Und zum Öffnen Schlüssel rein, drehen und dann öffnet die Box, und zwar nicht wie eine Klappe, sondern mit einem Schiebemechanismus. Das heißt, diese Abdeckung hier lässt sich weiterhin als Ablagefläche nutzen und man kommt trotzdem an diese Box ran und an alles, was sich in dieser Box befindet. Und wenn es abgeschlossen ist, dann kann natürlich auch niemand einfach an diese Box reinkommen. Die Sachen sind wind- und wettergeschützt und natürlich auch vor unangenehmen Blicken. Und eine Sache ist natürlich auch noch wichtig, auch wenn es vielleicht unter Umständen passt, solltet ihr trotzdem keine Kinder und Hunde mit diesem Cover hier drin transportieren. Versteht sich von selbst, aber manchen Leuten muss man sowas ja erklären. Gehen wir mal zum Fahreindruck. Jetzt sind wir unterwegs mit dem Bergamont e-Cargoville LJ, dem Dickschiff, und wir haben natürlich wieder Kameras an Bord und auch die beiden Mitarbeiter Tam und Arak. Ansonsten ist hier nichts drin, also knapp 34, 35 Kilo jetzt in dieser Box. Ein bisschen Müll sehe ich hier noch. Wir haben das Rad halt schon ein bisschen verwendet. Und wir wollen mal sehen, wie sich der Koffer fährt. Und weil es heute sonnig ist, verdecke ich meine Augen. Und der erste Punkt auf der Tagesordnung ist natürlich der Beschleunigungstest. Das Besondere ist jetzt, hier haben wir die Enviolo-Automatik und ich habe sie auf eine Trittfrequenz von 74 Umdrehungen pro Minute gestellt und auf einen Grundgang, den man auch einstellen kann, der sehr leicht ist. Also so, wie es mir am besten gefällt. Man kann das in der App auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Dementsprechend schalten wir jetzt mal hier auf die volle Unterstützung und los geht's. Und 25 km/h. Eine Sache, die mir jetzt gleich aufgefallen ist, ich muss so ein bisschen über das Verdeck rüber gucken, um den Tacho zu sehen, beziehungsweise das Display. Zur Beschleunigung, das war ziemlich entspannt. Also die Enviolo-Automatik schaltet so ein bisschen situationsabhängig. Die bleibt auch nicht die ganze Zeit in dem gleichen Gang, sondern schaltet schon in gewissen Stufen durch die verschiedenen Unterstützungen, um natürlich die Narbe auch ein bisschen zu schonen, weil ansonsten der kleine Elektromotor, der in dieser kleinen schwarzen Box ist, natürlich ganz schön arbeiten müsste, um die ganze Zeit die Trittfrequenz zu halten. Irgendwann, wenn man aufgehört hat zu beschleunigen, dann hält er die Trittfrequenz ganz gut, auch wenn man mal langsamer und schneller wird. Nur halt mit Volldruck hält er nicht die ganze Zeit die Trittfrequenz, sondern das geht dann schon so ein bisschen auf und ab. Von der Beschleunigung an sich war es jetzt nicht super brachial. Also das Bergamont ist ein schweres Fahrrad, ist jetzt auch recht schwer beladen und die Enviolo ist natürlich auch nicht ganz so effizient wie eine Kettenschaltung zum Beispiel. Aber ich muss sagen, dass die Beschleunigung gut ist. Schon schnell, der Motor reagiert auch sehr zügig, muss ich sagen. Und damit kommt man definitiv gut vom Fleck, auch an der Ampel. Und dann, sobald dieses erste Moment überwunden ist, dann beschleunigt das Ganze auch ähnlich schnell wie mit einer manuellen Enviolo. Und eben nichts machen zu müssen, empfinde ich schon als sehr angenehm. Also ich bin großer Fan dieser Schaltung, auch wenn sie natürlich meinem eher sportlichen Fahrnaturell etwas entgegensteht. Aber gerade fürs Fahren in der Stadt
ist das doch sehr, sehr entspannt. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie das Ganze bergauf performt am mächtigen Jerusalemsberg. Nicht zu viel Kraft auf das Pedal, sondern eine angenehme Wattzahl. Ich gucke mal hier, was wir genau 187 Watt. Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von bummelig 22 km/h als Grundgeschwindigkeit. Und jetzt aufpassen, wie schnell oder langsam wir werden. 16 km/h, 15 km/h. Die Enviolo hält gut die gewünschte Trittfrequenz. Und wir gehen runter auf 14,4. 14,4 km/h war die niedrigste Geschwindigkeit jetzt hier am Jerusalemsberg. Und das ist in Ordnung. Also ich hatte schon Räder, die auf 12 km/h runter sind. Andere Räder mit einer effizienteren Schaltung, die gehen auf 16 km/h runter. Aber 14,4 km/h, das ist voll in Ordnung. Und nach unten war auch noch ein bisschen Bandbreite da, um auch steilere Steigungen zu fahren. Dann auch wieder mit der gewünschten Trittfrequenz. Ja, und von der Fahrt her ist das eine ziemlich entspannte Kiste, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hier über Unebenheiten rumpelt es durch die fehlende Federung natürlich schon ein bisschen mehr als bei anderen Rädern. Und hier ist jetzt merkbar, dass sich das Rad entspannt lenken lässt. Es ist nicht super spontan, sondern man merkt schon, dass das ein großer Koffer ist. Aber der Lenkungsdämpfer macht eine gute Arbeit und was mir auch aufgefallen ist, das hier geht auch ziemlich einfach mit dem Bergamont LJ und auch schnelle Lenkbewegungen bringen das Rad überhaupt nicht aus der Kontrolle. Von der Sitzposition ist es jetzt so, dass ich so eine sehr hohe Lenkerposition gewählt habe, aber trotzdem recht weit nach unten greifen muss und das ganze Rad verhältnismäßig kurz ist für mich. Ich bin, um ehrlich zu sein, um fair zu sein, auch 6 cm größer als Bergamont das empfiehlt. Was natürlich eine sehr coole Funktion ist jetzt, ist einfach die Vario-Stütze, mit der ich super einfach hier jetzt an der Ampel stehen kann. Die Sitzposition ist auch in der richtigen Höhe sehr niedrig, sodass man sich nicht allzu sehr strecken muss, dank des niedrigen Tretlagers. Und dann beschleunigen, Sattel wieder hoch. So, biegen wir mal ab hier, ne? Auf die Rumpelpiste. Hier hat das Bergamont LJ konstruktionsbedingt einfach Nachteile. Es ist keine Federung vorhanden und auch die Vario-Stütze hat keinerlei Federung. Das heißt, das am Pöpp ist schon ein bisschen hart. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen Gravel über das herbstliche Herbstlaub. Das Rad, es fühlt sich schon groß an auf solchen Strecken. Es ist dafür primär nicht gemacht, aber trotzdem für die ein oder andere Radtour irgendwie durch die Lüneburger Heide oder so sollte es gut mitmachen. Unebenheiten kann es eben nicht ganz wegbügeln, aber es funktioniert insgesamt auch schon gut über so ein Terrain. Und jetzt gleich haben wir dann die Stelle, wo wir einmal den Anfahrtest am Berg machen. Und das ist, glaube ich, ganz besonders interessant, weil wir jetzt das erste Mal das mit einer Enviolo Automatik machen. So, und wir sind natürlich wieder im kleinsten Gang, also in der Grundübersetzung, die ich sehr einfach gewählt oder sehr leicht gewählt habe und in der stärksten Unterstützung. Und wir wollen mal sehen, wie gut das jetzt hier funktioniert. Oh, das erstaunt mich jetzt aber gerade tatsächlich. Es ist anstrengend, gar keine Frage, aber der Motor reagiert sofort. Und tatsächlich ist die Grundübersetzung, die Enviolo oder die ich jetzt bei der Enviolo eingestellt habe, auch wirklich klein genug. Scheint tatsächlich am untersten Ende der Übersetzungsbandbreite zu sein, sodass man da auch vor stärkeren Steigungen, vor stärkeren Anstiegen beim Anfahren keine große Angst haben braucht. Man braucht allerdings schon etwas Kraft, um dann das Rad da hochzufahren. Aber dieses Problem haben eben auch andere schwere Lastenräder. Aber für ganz starke Anstiege würde ich mir dann doch schon noch eine etwas kleinere Übersetzung wünschen. Insgesamt muss man aber sagen, dass Bergamont das hier schon gut abgestimmt hat. So, beim Schieben des Fahrrads, das ist ebenfalls kein Problem. Was jetzt einmal auffällt, dass das Rad schon recht schwer ist. Man muss halt schon so ein bisschen Kraft aufwenden, um es loszuschieben. In solchen Fällen hilft natürlich dann einfach die Schiebehilfe, die das Rad dann auch zuverlässig losschiebt. Und da würde ich halt auch empfehlen, immer eine kleine Grundübersetzung einzustellen zum Starten, sodass eben auch so Sachen wie die Schiebehilfe gut funktionieren. Und dann kann ich jetzt auch
hier sehr, sehr langsam fahren, langsam treten. Das Rad macht es einem sehr leicht, langsam zu fahren und freundlich zu fahren dann im Endeffekt auch. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie leicht es eben in Kurven geht, beziehungsweise wie leicht es sich rangieren lässt, hier an unserer üblichen Stelle. Ja, und das kommt hier sehr gut rum. Jetzt drehen wir es nochmal in die andere Richtung. Wow, und nach links ist der Lenkeinschlag tatsächlich sogar noch ein bisschen größer als nach rechts. Okay, solche Sachen sind natürlich dann schon so ein bisschen unangenehmer, komplett ohne Federung. Und jetzt hier über das Kopfsteinpflaster, da rollt das Rad gut rüber. Man merkt aber schon deutlich mehr Vibration und auch gerade stärkere Schläge können einfach nicht ganz so gut weggeschluckt werden, wie das bei einem Rad mit einer Federung der Fall ist. Also da würde ich definitiv eine Federsattelstütze empfehlen, wenn ihr auf die Vario-Stütze verzichten könnt. Oder es gibt ja auch Vario-Stützen mit Federfunktion. Und was jetzt auch gerade aufgefallen ist, dass die Box, das EPP, schon ein bisschen knarzt. Also da ist Bewegung im Rad drin. Oh, und ist das nicht schön, hier durchs Herbstlaub zu fahren. Herrlich. Solche Kanten nimmt das Rad wie ein Champion. Und auch diese Kante war recht einfach, ohne Kratzen, also auch da wiederum kein Problem. Wobei ich schon festgestellt habe an anderen Stellen, dass das Rad ziemlich niedrig ist und ziemlich tief hängt unten durch die Ständerverstärkung. Und jetzt wollen wir gleich mal gucken, wie gut das Rad bremst. Beschleunigen auf 25 km/h und wir bremsen da vorne in der zweiten Linie. Und jetzt. Oh. Jupp. Das ist eine richtig gute Bremse. Sie verzögert das Rad nicht ganz so brachial, wie wenn da größere Bremsscheiben dran wären, aber die Negativverzögerung ist richtig gut. Wir hatten ein Bremslicht von jetzt etwa 3 Metern, also echt überschaubar. Und auch das Gefühl an den Bremshebeln, an diesen breiten Bremshebeln, wo man wirklich mit der ganzen Hand reinlangen kann, ist richtig gut. Sie braucht nicht viel Kraft, um das Rad gut zu verzögern. Sehr vertrauenserweckend. Eine echt gute Fahrt, etwas rumpeliger, als wenn das Rad eine Federung hätte, aber dafür hat es halt auch keine eingebaute Schwachstelle. Also das ist schon ziemlich gut. Wir wollen jetzt aber mal sehen, wie uns das Rad nach ein paar Wochen gefällt. Und da gehen wir jetzt mal zu Zukunftstillmann zurück ins Studio. Nun waren wir im goldenen Herbst einige Wochen mit diesem Hamburger Dickschiff unterwegs und haben einiges erlebt. Jetzt in diesem letzten Videoteil wollen wir einmal darauf eingehen, was uns besonders gut gefallen hat, für wen wir das Rad geeignet sehen, was uns aber auch weniger gut gefallen hat. Ihr findet aber natürlich eine komplette Behandlung anhand der Radlbande-Bewertungsmatrix über den Link unten in der Videobeschreibung. Jetzt starten wir mal mit den 3 Punkten, die uns richtig gut gefallen haben. Das Handling im Alltag ist für große und kleine Leute richtig super. Der Lenkeinschlag ist zwar nicht allzu riesig, reicht aber für die meisten Anwendungszwecke aus. Was ein echter Gamechanger ist, ist diese Vario-Stütze hier. Damit kann man richtig entspannt an der Ampel stehen bleiben, hockt sich einfach hin und wenn es wieder losgeht, einfach wieder Sattel nach oben und weiter geht's. Und dieses Feature habe ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr häufig oder an fast jeder Ampel verwendet. Und was auch richtig cool ist, ist der sehr niedrige Schwerpunkt des Fahrrads, was es nicht nur beim Handling im Fahren richtig angenehm macht, sondern eben auch, wenn man es rangieren muss oder irgendwo reinzirkeln muss. Der zweite Punkt, der uns richtig gut gefällt, ist die Vielfalt in den Boxkonfigurationen sowie in den Ladeflächenlängen. Das Bergamont LJ ist eines der wenigen modernen Long John Lastenräder, die das können. Und es gibt wirklich für jeden Anwendungszweck die richtige Ladefläche und den richtigen Aufbau. Und der dritte Punkt, der uns richtig gut gefällt, ist dieser Gepäckträger hier. Denn der ist wirklich super vielseitig, kann richtig stark beladen werden und auch richtig groß. Das ganze Rad wirkt insgesamt fast so wie ein Long John Tail. Das klingt merkwürdig. Aber leider ist er auch ein bisschen notwendig. Und da sind wir bei den 3 Punkten, die uns weniger gut gefallen haben. Denn trotz der recht großen Größe der Box ist das Platzangebot für Kinder durch die flache Sitzposition doch ziemlich eingeschränkt. Und Taschen etc. müssen dann zwischen den Beinen der Kinder verweilen. Außer man macht das hier so ein bisschen mit dem Netz. Das ist allerdings auch keine optimale Lösung. Also hier wäre noch so ein Zubehör cool, mit dem man einen zweiten Ladeboden einbauen kann, sodass die Kinder die Beine einfach unter die Beladung, unter die Rucksäcke etc. stellen könnten. Das haben wir jetzt in der letzten Zeit einfach hinten in einen Korb geschmissen.
Der zweite Punkt, den wir verbesserungswürdig finden, ist das Regenverdeck. Allerdings hat es sich deutlich besser geschlagen, als wir ganz am Anfang vermutet hätten. Dieses Verdeckteil hier hinten, das hat die Kinder überhaupt nicht gestört. Der Einstieg ist verhältnismäßig schmal. Sie müssen da ziemlich gebückt reinklettern und wenn man die Kinder anstellen möchte, dann muss man auch komplett in die Hocke gehen. Aber die Kinder bleiben da drin richtig gut geschützt. Es ist schön groß und schön hell. Allerdings fehlt auch für den sommerlichen Einsatz ein Sonnenschutz. Und der dritte Punkt, der uns aufgefallen ist, ist der Komfort. Denn der ist natürlich bei einem starren Fahrrad nicht ganz so hoch wie bei einem Rad mit einer Federung. Es ist nicht ganz so schlimm, in Anführungszeichen, wie bei anderen Rädern, denn das Rad fährt sich insgesamt sehr angenehm und holpert auch nicht über Unebenheiten rüber, selbst wenn das Rad leer ist. An den ein oder anderen Stellen hätte ich mir dann aber doch eine Federung gewünscht oder eine Federsattelstütze. Denn die Kinder haben sich überhaupt nicht über fehlenden Komfort beschwert. Für die ist das hier vorne sehr gemütlich drin. Hinten auf dem Sattel muss man aber sich so ein bisschen entscheiden, ob man den Komfort einer Vario-Stütze eher schätzt oder den Komfort einer Federsattelstütze. Und für mich persönlich wäre der Komfort einer Federsattelstütze bei der Umgebung, in der wir unterwegs sind, einfach nochmal ein bisschen besser. Das ist allerdings etwas, was ihr natürlich für euch entscheiden müsst, je nachdem, wo ihr eben lang fahrt. Allerdings ist das schon ein nicht super hartes Rad, aber es ist doch deutlich härter als einige Alternativen. Für wen ist es jetzt geeignet, das Bergamont e-Cargoville LJ? Auf der einen Seite natürlich dann, wenn ihr eine besondere Verbundenheit gegenüber Hamburg habt, aber ansonsten ist es auch ein richtig gutes Rad. Durch die vielen verschiedenen Box-Konfigurationen werden sehr, sehr viele verschiedene Leute damit glücklich. Egal, ob ihr es für einen gewerblichen Einsatz nutzen wollt oder für den privaten Einsatz. Gewerbetreibende werden es schätzen, dass so Sachen wie eine Federgabel hier nicht in diesem Rad verbaut sind, die tendenziell einen Schwachpunkt darstellen, wenn das Rad das ganze Jahr verwendet werden soll. Wir haben hier zum Beispiel die Cycle Roasters, die seit einigen Jahren mit einem LJ unterwegs sind und die damit auch wirklich das sehr, sehr große Mengen ihres Kaffees transportieren können. Richtig cooles Bike und Philipp hat mir auch gesagt, bis auf die obligatorischen Bremsbeläge musste an dem Rad noch nie irgendwie groß was gemacht werden. Und das ist natürlich ein echtes Prädikat und das zeigt auch, wie stabil dieses Rad im tatsächlich harten Dauereinsatz ist. Und Privatleute, gerade wenn ihr dann mit Kindern unterwegs seid, werden eine große Box vorfinden mit richtig gut ausgeformten Sitzen. Also ich bin begeistert davon, wie Kinder hier drin sitzen und wie der Platz auch ausgenutzt wurde. Denn hier, dadurch, dass die Sitze und die Rückenlehnen direkt in dieses EPP integriert worden sind, haben auch größere Kinder ausreichend Platz, auch wenn meine Große mittlerweile mit ihren Beinen an die Stirnseite kommt und da natürlich so ein gewisses Ablaufdatum einfach gegeben ist. Also mit maximal 7 Jahre passen Kinder hier noch sehr gut rein. Darüber hinaus wird es hier schwierig und wenn es mal hart auf hart kommt, dann ist hier halt noch die Möglichkeit, ein drittes Kind hinten auf einen Kindersitz zu setzen. Das gefällt mir insgesamt sehr gut. Könnte man die Box noch ein bisschen ausbauen? Sicherlich, da ist durchaus noch Potenzial, aber es ist schon mal ein Riesenschritt im Vergleich zu der Bambus-Box, die es für dieses Bike ja auch nach wie vor gibt, die dann etwas kleiner, etwas schmaler nochmal ist, weil das ist schon eine ziemlich breite Angelegenheit, aber noch sehr passend für die meisten Fahrradwege und auch für die meisten Durchgänge und Türen. In der Bambusbox gibt es einfach nochmal schmalere Wände und die eignet sich dann tendenziell auch nochmal mehr für die Mitnahme eines Hundes zum Beispiel. Und das Besondere ist halt auch, dass es da kein abgespecktes Regenverdeck oder so gibt, sondern von der Qualität der Anbauteile, der Zubehöre ist das alles sehr gut. Auch wenn man sich bei Bambus natürlich immer nochmal mehr um das Material kümmern muss. Das ist hier wirklich sorglos. Also auch insgesamt ist das ein sorglos Bike, einfach draufsetzen und losfahren, keine großen Gedanken machen. Das hat uns über die letzten Wochen wirklich gut gefallen. Also die EPP-Box ist eine echt gute Ergänzung. Nur im Detail gibt es noch weiteren Raum zur Verbesserung. Aber was haltet ihr vom Bergamont e-Cargoville LJ? Wäre das euer perfektes Lastenrad? Dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.